Wo ist er denn, unser Flug? Guter Easy, hier. Da geht's hin. Tag 1 unserer Tour. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Fahrradfahren? Yes. Yes. Das ist auch nicht viel schneller als wir, der Traktor. Vollgas, Alter! Lass mal das. Bist du draußen auf dem Balkon und wir reden hier gerade? Guckt euch das an, naja. Also. Sorry Leute, ich muss ja noch was fürs Auge machen hier. Ich könnte euch ruhig mal angucken, ich geh mal pinkeln. Ja, ich wollte eigentlich nur mal die Länder durchgehen und generell damit anfangen, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid. Der Eggert war das doch bestimmt, oder? Nee, ich glaube, das war tatsächlich Cooks Idee. Wenn nicht sogar ein Dons Idee sogar irgendwo. Ihr habt mich zeitgleich letztes Jahr irgendwann mal angehauen oder mit dem Tag. Ja, da war es ja praktisch schon mehr oder weniger beschlossen. Er braucht nur noch einen Kameramann. Der Letzte ist am Berg und so. Und so haben Christian, Oliver und ich die Bikes in einen Flieger gepackt und sind nach Georgien geflogen. Von Kutaisi aus ging es dann über den kleinen Kaukasus nach Jerewan in Armenien und von dort dann über einen kleinen Umweg durch Georgien nach Baku in Aserbaidschan. Insgesamt haben wir eine Strecke von etwa 1300 Kilometern und etwas mehr als 19.000 Höhenmeter zurückgelegt. Außer der ersten Nacht in Georgien haben wir keine Unterkünfte gebucht und haben jeden Abend geplant, wie weit wir etwa am nächsten Tag fahren wollen. Training a beer in your hostel as well. Two beers per person, so in total 6. Okay, yeah, so I'll give you the hostel stuff to you. Okay. And thank you very much. Ach du Scheiße! Tag 1 unserer Tour. Und mein Vorderrad wippt. Ach Gott, das ist scheiße. Hier wippt alles wie Sau. Ach je. Operation, leichtes V. Super geil. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lange, sage ich, muss die Jacke ausziehen. Ja. Kein Glück, dass wir 40 Kilometer nie halten. Also, das ist das Schrecklichste, was ich je gemacht habe. 40 Kilo hier den Berg hochschleppen. Wir sind jetzt auf 480 Meter. Der Pass liegt auf 2200 Metern. Oder auf 2400 und wir wollen heute auf 2200. Oliver, wie viele Kilometer sind es noch? 20? Ja, dort wo wir übernachten wollen. Vielleicht, also wir sind auf 480 Meter. Ja. Ich könnte einfach nur kotzen. Meine Stimmung auf einer Skala von 0 bis 10 geht eigentlich ziemlich ins Negative. Kein Bock mehr, wa? Ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich bin gerade mal 500 Jahre. Jetzt fahre ich wieder 100 Meter runter. Oh nee.
Eine Scheiße. Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber ich habe jetzt Musik reingemacht. Und da hat die Laune gesteigert. Ich war total unterzuckert. Ich musste jetzt mir Riegel reinhauen, Kekse und einen Apfel. Dann ging's wieder. Hier. Trink mal eine Cola? Der Oliver hat gesagt, wir schlafen im Hotel heute. Geil. Dein Interesse? Das ist super geil. Wir sind jetzt seit gut 2 Stunden unterwegs, sind bei 870 Höhenmeter gestartet und jetzt auf 1550. Noch 7 Kilometer. Aber nicht mehr allzu viele Höhenmeter, nur noch knapp 350. 350. Also ich denke, da oben bei dem Schild wird das sein. Freust du dich? Sehr. Sehr. So wie ich mich die letzten 4 Stunden schon gefreut habe. Alter Schwede. Finale, Leute. Finale. Nächster Pass. Nächster Pass. Fick mich, echt? Oh ne. Zweiter Versuch. Das sollte jetzt aber der Pass sein. Yippie! Geil. Ich habe den Eindruck, mein Fahrrad fällt jeden Moment auseinander. Das klappert aber alles. Die Hunde kennen keine Fahrräder. Deswegen reagieren die sehr aggressiv auf Fahrradfahrer. Aber sobald man da normal läuft, dann sind das die süßesten Tiere überhaupt. Wir haben dann aber Ruhe gegeben, oder? Ich bin mal vorsichtshalber abgestiegen. Also wir sind so richtig aggressiv hinterhergerannt. Ja, ja. Tja, die konnten dich wohl nicht leiden. Asphalt. Herrlich. Wunderbar. Ich denke, wir waren schon gut, oder? Performance war in Ordnung. Mehr war nicht drin, ich bin das Niveau. Stark. Guten Tag. Timo. One beer? Really good?
Ich meine, was wir gesamt fahren. Achso, 12.000. 12.000 Höhenmeter. Aber gestern schon 2,5. Den Tag davor 1,8. Ja. Vielleicht wird aus den. Vielleicht wird es auch 20.000 Höhenmeter, die wir fahren müssen. Man weiß es nicht. Also prinzipiell wäre mir fast Hotel lieber, aber Zelten hätte ich kein Problem mit. Also, Geht mir eh nicht. Ja, dann lass doch durchfahren heute noch bis zu dem Ort und dann machen wir ein paar Kilometer Ich denke, mehr. der Ort wird so werden wie hier, ne? Das wird was Schönes werden. Nur dem irgendwann machen. Naja. Das wird Also jetzt, hätte ich dagegen noch die 8 Kilometer das wird jetzt bis zur armenischen Grenze ist alles noch Durchfahrtsdörfer, oder? Vielleicht, ja. Na gut, dann. Machen wir weiter. Jalla. Es geht jetzt bis Armenien so durch. Ah! Oh. Shit. Ja, Mann. Ist keine Regenfront oder so. Ach, schön. Nur noch die Angriffsfront von uns. Wo sind wir jetzt? Da wo die Nadel steckt. Weil in Jerewan und Tivoli sind noch 25 Grad. Hier sind noch 14. Das ist schön wieder Film, wenn ich Chips esse. Oh, wunderbar, vielen Dank. Lass es dir schmecken. Ah, Nur eine halbe Stunde. angefixt. Jetzt zu Hause bin, werde ich nur noch Kaugummi fressen. Shit. Mein Arsch tut weh. Ah, das geht gar nicht. Oh, Alter. Ja, da komme ich jetzt einfach mit der Creme rum, Leute. Das ist so eine richtige Scheiße. Oh. Bergauf und Wind. Fick mich. Da unten ist das Hotel. Ach du Scheiße. Wir sind hier kurz vor der armenischen Grenze und heute will ich euch mal mein Home zeigen. Also kommt Ja. rein. Hier ist mein Zuhause, Leute, für heute Nacht. Das ist alles. Wie gesagt, das Zeug sieht sehr bequem aus, wunderbar weich aufgepolstert. Hier hinten hätte man sogar noch Platz für eine vierten Person. Echt? Aufblasbar. Matratze hier. Ja, also hier hast du alles, was du brauchst, ne? Geil. Die E001. Die geht die ganze Zeit an der Grenze lang und irgendwo muss es ja überqueren. Geht dann ja anders hier zum Beispiel. Du fährst die E001 hoch bis nach Dashtapa. Und dann biegst du ab auf die SH 161. Sieht mir auch fast so aus, ob. Ach ne, da oben gibt es noch einen Grenzübergang. Da musst du schon weit in den Norden, ne? Der andere Grenzübergang. Die haben scheinbar nur 2 Grenzübergänge, ne? Georgien und Aserbaidschan und den aus ganz im Norden. Sieht sehr geschlossen aus hier. Kein Wind. Ja. Ich habe nur noch hier, klack, auf dein Hinterrad gesehen. Das kannst du nicht machen. Und einfach nur noch getreten. Alter Schwede. Starke Leistung. Es wird einfach nicht besser. Wind und steile Berge. Das sind ja bestimmt 10% dieser Luft. Ich könnte kotzen. Oh, fuck. Und jetzt geht's noch 2 Serpentinen hoch. Dann hoffentlich
Nur noch bergab. Hier, wo sind wir denn? Das Navi sagt 1940. Sinnlos. Da machen wir ein Strava-Segment raus. Da machen wir ein Strava-Segment raus, ja. Ah, das war jetzt knüppelhart, oder? Knüppelhart habe ich nicht, aber also Ja. dass sich so lang zieht, ne? Aber deswegen war es nur gelb-orange, weil es quasi so lang zieht. Es waren jetzt fast 3 Kilometer berghoch. Das ist sinnlos, oder? Aber jetzt geht's wirklich Hoch, runter, runter, jetzt geht's lang hoch, hoch. bergab. Jetzt geht's lang bergab. Ich glaube, 75 bin ich auch noch nicht ohne Gepäck gefahren. Ich hab angefühlt, guck, ich darf auf die 75. Ja, vor allem, wenn du die Scheibenbremse ziehst, das passiert einfach nicht. Off-road! Das sind schlechte Aussichten. Wir müssen dahinter. Das ist jetzt alles bergig hier. Das sind quasi 20 Kilometer wieder berghoch fahren. Also wir haben uns jetzt auch quasi final entschieden, außen lang zu fahren. Man muss ja, das wird auf jeden Fall. Das wird Ja, weil wir keinen Bock einfach mal haben, auf dieser Straße da lang zu fahren. Also ich finde die Vorstellung, ab Kindle morgen aufzustehen, wenn ich wüsste, dass ich morgen ja, 100 Kilometer die Straße lang fahren muss. Ja, das ist In der Hoffnung, dass die Straße anders, aber die muss ja anders sein. muss anders sein. Wir wissen es nicht besser momentan, aber die muss anders sein. Die muss anders sein. Ja, ich muss sagen, dass, bevor wir auf diese Straße runterkommen, da gibt es rechts einen Fluss und einen See. Vielleicht können wir da schon zelten. Das ist ja 10 Kilometer. Das ist auch keine Endstraße. Einfach nur ein Schotterweg. Okay, wir haben uns entschieden weiterzufahren. Einfach um diese Schnellstraße zu verlassen. Damit fahren wir zwar 30 Kilometer Umweg, aber wir ersparen uns diese Höhenstraße hier. Anzeige! Ich weiß nicht, wo ich hin soll, wenn du Achtung rufst. Ich mag uns. Ja, wir müssen erstmal einen Zeltplatz finden, ja. Das stimmt. Ja, hat unser Umweg. Wir werden nämlich ziemlich nah an der türkischen Grenze campieren. Voraussetzung ist, dass wir einen Zeltplatz finden, ja? Ja, wir müssen erstmal einen Zeltplatz finden, ja. Das stimmt. Geschützt und Wasser muss vorhanden sein. Oliver scannt die Region. Okay, das ist keine Ahnung. Sieht aus wie Elefantenrüssel, aber sie wissen, wo er hin muss. Mal eine kleine Pause und schon gibt's Bier, oder? Na klar. Ja klar.
Ja, was wir heute schon weggerissen haben, 82 Kilometer, das heißt 82 schon. Und es ist kurz Mittag. Hey! Oh, da ist ja fast der Spiegel weggefahren. Ja? Ja, hier sind wir. So, was hast du im Griff? Sehr gut. Noch 6,8 Kilometer. Wir müssen geradeaus. Los. Komm mal hier hoch. Aber dann müssen wir jetzt hier hochfahren, um hier rüber zu kommen. Ich denke, wir können hier schon links. Ja. Ah, ja. City. Ach, wie war? Was ist dein Hobby? Fahrradfahren? Yes. Yes. This is a nice photo. You can send it to me, yes? No? Video game. It's a video. Achso, deswegen ist es vielleicht nicht. Ja, aber ich habe es vorhin eingegeben, also wenn du einfach mal bei Google Maps navigieren lässt, Und halt Kinder oder also klar, alle Leute, die da hin wollen, aber. ...32 noch. Zum See, ja. Ja, weil wir uns so mit Essen und so. Müssen wir überspringen. Bonusmäßig wäre ja eigentlich Campen dran. Eco-Kajan. Boutique Hotel und Camping. Das passt aber recht gut bewertet, aber das passt irgendwie nicht zusammen. Ein Trockenobst, Leute? Ja. Das alle machen jetzt. Oh ne. Auto. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Geht noch. Hast du nicht gerade was von Auto gesagt? Hat du ihn gesehen? Also so werden wir es nie bis Dilchen schaffen. Ja. Wollen wir weiter? Nö. Halt alle keinen Bock haben. Autobahn, it is! Zum Kotzen. Heißt wieder. Da ist der Übeltäter. Ja, das hast du keine Chance. Ja. Hast du noch was beizutragen, Christian?
guck dir das mal an. Mit so einem Profil wird ich schon nicht mehr unterwegs sein wollen. Das ist selber verschuldet. Selber verschuldet. Ja, das hängt doch dran, nicht so. Einfach nur noch Slick. Alter! Vollgas, Alter! Ich will so kurz wie möglich drin sein. Ey, Aufzug kannst du nicht fahren, ne? Das geht nicht. Aber ey, du kommst aus so einer total hässlichen, kargen Landschaft, fährst 4 Minuten lang durch den Tunnel und hier ist einfach mal überall Bäume und schön und Sonne und ich verstehe es gar nicht. Aber ist ja ein Nationalpark, wie wir gelernt haben. Fuck! Ist das steil? Oh. Ja. Viel Kaffee bestimmt in den Tisch. Schön zugeschlagen, ja? So eine Art Mittag. Genau hier auf der anderen Seite befindet sich Aserbaidschan. Oliver. Und irgendwo links hier müsste so eine Enklave sein, ne? Ja, klar sind sie dem. Naja. Hier schießen die Scharfschützen dann runter, ne? Werden wir gleich sehen, ja. Was ne? Schön, oder?
machen sowas, Bill? Sag mal. Da kannst du dich aufregen! Oh. Macht bestimmt einen Scharfschütze über die Grenze. Wirklich so direkt hinter der Königsgrenze. Ja? Ja. Ah. Hält den an und sagt, ihr werdet hier gleich erschossen, wenn ihr weiterfahrt. Hätten sie anbieten können, uns durchzufahren oder was? Wie soll denn der uns durchfahren? Mit womit? Drüben lauernde Scharfschützen. Also wenn du einen Schuss hörst, haben sie sich verfehlt. Dann solltest du ja links in den Graben springen. Wir haben die falsche Straße genommen. Wie, wir haben die falsche Straße genommen? Ja, diese Polen, die gingen weiter links lang. Hä? Hier gab's bloß eine Straße, Eckert. Und du bist unser Kartenmensch. Ach du Scheiße. Wir fahren jetzt hier durch Aserbaidschan. Deswegen hat der Typ auch angehalten und hat gemeint, wir werden hier erschossen. Nur wegen dem Berg gleich nicht hinschießen. Da fahr ich lieber am Berg nochmal hoch. So kartenfrei wirklich. Ja. Guck. Keine andere Straße, jetzt sollte mal locker oder Raus aus der Todeszone! Ich sagte gerade eben, my body is not my temple anymore. Es ist nur noch ein Schlachthof. Ich bin komplett im Arsch. Aber sowas von. Bitte sei vorbei. Bitte, bitte, bitte. Das sieht sehr gut aus. Prozent bergab. Das soll es lesen. Fick mich, Alter. Fick mich. Ich bin total im Arsch. trotzdem starkes Tempo. Kleiner Bursche. Ja. Ich hab noch Schokolade. Ja, dann bin ich rein. Ausrollen ging heute los.
freuen sich, oder? Naja, ja, ist auch wahrscheinlich, also jetzt hat er uns ja gesehen. Jetzt müssen wir schon mit dem reden wahrscheinlich. Ja, gehen wir mal hin, dass wir die Fahrräder mal kurz hier stehen. Gehen wir hin. Sieht so. Ja. Du hast bestimmt ganz viele Flöhe. Upp. Buddies mit den Hunden? Wir sind jetzt Buddies mit den Hunden, ja? Und? Wir haben den Amigo nie getroffen. War der weg oder was? Keine Ahnung, Pferd und Kuh, aber hast du den gestreichelt? Hm? Kann ich die auch streicheln? Ja. Gleich irgendwie eine Lösung finden, damit wir noch sowas von der Schönheit die genießen können. Jeder sich in seinen Stuhl setzt. Und immer noch die Sonne bitte auf dem Band reinlässt. Auf der einen Seite fahren wir hier durch die Dünen, auf der anderen Seite durch eine Müllkippe, oder? Abbruch, Mission wird abgebrochen. Hier ist einfach zu viel los, hier ist zu viel Müll. Und die Aussichten auf einem schönen Campingplatz sind quasi bescheiden. Agora tá cheio. Não. Olha aí, Natalão. Haben wir wenigstens Wi-Fi heute Abend? Auf die Autobahn, oder? Musik anmachen. Musik anmachen, ganz wichtig. Genau. Geiler Typ. Jetzt ist hier was los. Geschafft fast, ne? 100 Kilometer Autobahn. 100 Kilometer Autobahn. Aserbaidschan nicht. Ein nicer Shit. Euer Feinstaub ist mein Benzin. Hey, ja. Willst du ein paar Hardfacts wissen? Jo. Mingatschewir ist mit 100.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Aserbaidschans. Wirklich? Ja. Wirklich überall. Ja.
Wurde gebaut. Wurde gebaut 1948. Von Deutschen, ja. Größtenteils von deutschen Kriegsgefangenen. Wikipedia Knowledge? Bitte? Wikipedia Knowledge? Das ist 100% Wikipedia Knowledge. Es wird auch als Kraftwerkstadt bezeichnet, weil die haben ein Gaskraftwerk und ein Wasserkraftwerk. Also die meisten arbeiten, das ist eigentlich nur eine Industriestadt hier. Wirkt aber so schick. Ja, ja, also die ist echt nice. Schön gemacht, ne? Hier machen wir mal länger Urlaub, ne? Oh. Ideale Bedingungen. Die ganze Welt. Wunderschön hier. Hier hinten laufen die Eisenbahnschienen lang. Und irgendwo dazwischen, na gut, das ist jetzt das ausgetrocknete Flussbett. Und hier wollen wir campen. Mal sehen, ob wir was finden. Christian, könnte das unser Schlafplatz für... Ich gehe sehr davon aus, das ist sehr gemütlich. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Ein bisschen Wasser zum Duschen. Geiler ist eigentlich die andere Seite von dem Fluss. Also vorne, hier diese Straße, die wir gesehen haben, die runter. In der Senke kann man den Fluss quasi queren, also die Straße durch. Und dann könnten wir auf die andere Seite und da sieht es eigentlich übelst gut aus. Ja, dann, let's do it. Neben. Ich würde das Fahrrad reinstellen, eher noch rüberspringen und das Fahrrad wieder rausziehen. Ja, das könnte man probieren. Taschen so Wasser durch. Boah, hey, kitschig. Uha. Na, so fies? Sonne! Auch noch ein paar Liegestütze für die Yoga. Es geht einfach nur berghoch. Er ist auch nicht viel schneller als wir, der Traktor. Den habe ich schon vor 10 Minuten im Rückspiegel gesehen. Running! Ja, du wurdest schön. Aber das ist so sinnlos. Wir fahren jetzt 300 Höhenmeter runter, um die auf der anderen Seite des Flusses wieder hochzufahren. Und ich sehe auch schon Besuch. Hab ich einen Spaß. Das waren erstmal die ersten 5 Höhenmeter. 295 to go.
Also ich sehe hier nur 12% Schilder. Ich weiß nicht, ob sich jemand mal vertan hat oder zu faul war. Auf jeden Fall, wenn hier Prozentschilder stehen, dann sind es immer nur 12%. 12% hoch oder 12% runter. Aber wie hier unten, das waren ja mehr als 12%. Oder mal, wenn es mal weniger ist, okay. Ne, da gibt es keine Schilder. Aber wenn es 12% sind, dann stellen sie ein Schild auf. 200 Höhenmeter. Da hoch. Schon ein Endgegner. Die Angst vorm Anstieg. Nochmal alles loswerden, was irgendwie Temperatur nicht gut ableitet. Wir können das halt noch ein bisschen länger rauszögern, ne? Vielleicht wird der Berg ja kleiner. Ja. Wir müssen hierher nicht. Das ist ein fieser Berg. Gucken wir mal eine kleine Delle nach unten und geht dann nochmal hoch. Oh. Na da, okay, Schnurri, los geht's. Wir sind noch eine Stunde oben. Da gibt es keine Bergwerte. Abfahrt! Wir sorgen um meine Gesundheit. Christian, was gibt's denn heute Feines? Delikates Essen. Zum zweiten Mal gibt es das. Wir haben wirklich Pasta vom Feinsten gekocht heute. Spaghetti, wirklich die lange Variante mit einer feinen Tomatensauce, mit ganzen Tomaten, ein bisschen Thunfisch, Pfeffersalz. Mehr brauchst du nicht. Und hier, das verfeinern aber noch kleine Topping mit wahrscheinlich Schafskäse. Nee, ist Kuhjoch. Ich denke, es ist Kuhkäse. Oh, lecker. Oh, lecker. Das ist eben auch der Ehrgeiz am letzten Tag noch, ne? Nochmal Optimierungen am Bike vornehmen und hoffen, dass die Scheiße hält. 12%, wie immer. Wie immer. Ein Scheiß hier, ich hasse alles, ey. Kilometerkreisverkehr werden. Mausbild, muss anhalten. Ist das unangenehm, hier Auto zu fahren in der Stadt, oder? Jetzt haben wir doch gerne ein Auto, oder? Ich weiß nicht, ob das Fahren ist. Alter, ist der... Ja. Kann man so gelten lassen, oder? Hier geht erstmal nicht weiter. Christian, gibt es jetzt keine Kommentare von dir irgendwie? Sprachlos. Nee, ich bin sehr zufrieden, aber ich denke mal, der Olli will der ersten Worte an die Öffentlichkeit richten, oder? What's next? What's next? What's next? Gibt's das irgendwo anstrengend? Und Oliver, läuft? Kannst du mal warten. Krieg ich ein halbes Jahr.
Bitte, bitte. Ja. Put your hands together. Yeah. Put your hands